Konnichiwa und Mettwurst, Leute! Aus gegebenem Anlass begrüße ich euch heute in bestem Chinesisch. Grundgesetz-Lord gab gestern wieder einmal bekannt, wie gemütlich es sich seine Lordschaft in der Realität gemacht hat und möchte uns Hater netterweise in eben diese einladen. RBS Twitch-Partner, du Kindergartenkind solltest erwachsen werden. Ne? In der realen Welt lebt es ein bisschen härter als in deinem Kindergarten. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Alle, die gerade jetzt mit dabei sind, bedanke ich mich. Hey, ihr seid ein Haufen schlappschwänzlicher kleiner Affen. Für meine Fans natürlich, ihr seid die geilsten, wie immer. Und ja, haut rein, gute Nacht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Dieses Angebot nehme ich Etzala doch gerne an und als staatlich nicht anerkannter Finanzberater überprüfte ich die Realisierbarkeit des Drachenlordschen Großumbau in seiner Residenz am Altschauerberg. Zunächst einmal brauchen wir konkrete Pläne und Vorstellungen. Meine Lordschaft, darf ich bitten? Der Balkon wird definitiv was gemacht. Küche, wobei man hier sagen muss, da wird echt jetzt noch umgebaut. Das Zeug, das soll rüberkommen, das soll rauskommen. Ja, ich habe halt überall Baustellen im Moment. Da ist halt auch noch Baustellen. Ja, noch die ehemalige Waschküche, das soll ein neues Badezimmer werden bei Gelegenheit. Ach. Wobei ich hier dazu sagen muss, dass das ein reines Badezimmer ist. Also das ist hier, ja, muss noch was kommen, weil ich träume ja eigentlich von einem japanischen Badezimmer und das will ich ja da drüben machen. Ich will halt hier eigentlich, möchte ich hier gerne eine richtige Methalle reinbauen. Das wird rechtlich nicht hinhauen. Arigato, Rainer-san. Mit diesen glasklaren Umbau- und Renovierungsplänen konnte ich mich nun an die Finanzen machen. Zu erwähnen ist noch dazu, dass ich mich an deutsche Durchschnittspreise hielt, sollten aber einige Schätzungen arg daneben liegen und es einige gelernte Handwerker in der Haterschaft besser wissen, dann bleiben dennoch meine Zahlen bestehen, die euch billige kleine Kacknazis einen Scheißdreck angehen. In meiner Schätzung belaufen sich die Gesamtkosten all dieser Räume auf ca. 78.000 Euro. Darin sind andere Ausgaben wie eine neue Außenfassade, eine Sanierung des Daches und vieles mehr noch gar nicht mit einberechnet. Doch unser fränkisches Multitalent wird derartige Kleinigkeiten gar nicht mit einberechnen, weil er das sowieso entweder alleine kann oder einen Kumpel hat, der gerade zufällig Meisterdachdecker oder sonst ein professioneller Handwerker ist. Den Ausgaben müssen wir aber die Einnahmen gegenüberstellen. Wir gehen von einem regelmäßigen monatlichen Einkommen von 500 Euro aus, das sind ca. 100 Euro mehr als der Hartz-IV-Regelsatz und nur schon diese Zahl wird übertrieben sein. Zudem gehen wir von großzügigen 50 Euro pro Monat aus, die Handwerkermeister-Lord mit dem Internet verdient und von etwa 30 Euro monatlich, die er auf die hohe Kante legen kann. Macht nach Adam Riese 360 Euro pro Jahr auf der hohen Kante. Sollte sich diese Wirtschaftslage nicht verändern, wird unser Lord seinen behaarten Prachtkörper erst in 216 Jahren in seinem japanischen Badezimmer im Wasser wälzen können. Das sind die Finanzen. Kommen wir aber gleich zum nächsten Problem. Die durchschnittliche Lebenserwartung für einen Mann in Deutschland beträgt etwa 75 Jahre. 26 davon wurden bereits mit Twitch-Streams, hochwertigen YouTube-Videos und dem Schreiben neuer Weltliteratur verbraucht. Noch dazu wird man realistisch davon ausgehen können, dass noch einmal ca. 15 bis 20 Jahre Lebenszeit wegfallen, da die Lebensumstände des Lords nicht gerade prädestiniert dazu sind, die volle Lebenszeit auszuschöpfen. In Summa sind also noch ca. 29 bis 34 Jahre Lebenszeit über. Das ist eine Diskrepanz, also für all die billigen kleinen Kack-Nazis, die das nicht verstehen, ein Missverhältnis von 182 bis 187 Jahren, die dir für deine Renovierungspläne fehlen. Es gibt allerdings noch Wege, die du beschreiten kannst, um dein Ziel trotzdem zu erreichen. Die 3 für mich realistischsten Wege wären, dass du erstens ein alttestamentarisches Alter erreichst, zweitens dein Einkommen um ca. 800% erhöhst oder aber drittens einen Kredit aufnimmst, den deine Nachkommen in etwa einem halben Jahrtausend inklusive Zins und Zinseszins abbezahlt haben werden. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Indizien sprechen dafür, die Realität ist ein scheiß Hater. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab!